Hallo! Schön, dass ihr wieder da seid. Das ist die zweite Folge von unserer zweiten Staffel. Und inzwischen ist der Wald auch schon wieder richtig schön grün geworden. Der Frühling hat angefangen. Auch wenn es immer mal wieder so Schnee und Schneestürme gab, liegt die ganz gute Laune. Wir haben 2 neue Baustellen angefangen. Es ziehen immer mehr neue Menschen nach Lützerath. Ich ziehe hier nächste Woche ein und vermessert man den Raum. So macht man das schließlich, dann kann man vorher schon mal ein bisschen planen. Die Wand hier ist 3,70 Meter. Und in Lützerath war eine sehr wichtige Pressekonferenz. Wir übernehmen diese Verantwortung. Deshalb werden Menschen, wenn RWE anrückt, in den Bäumen und auf den Straßen sitzen und so lange bleiben, bis alle Dörfer bleiben. Wir waren ja letzte Woche am Grubenrand mit euch und wollten euch diese Woche ein bisschen mehr über die Region und vor allem über die bedrohten Dörfer zeigen. Das ist der Braunkohletagebau Garzweiler 2. Und hier, direkt daneben, sind wir, unser aller Wald. Ein Wald am Rande von Keinberg. Ein Dorf, das noch dem Tagebau Garzweiler 2 weichen soll. Genauso wie Oberwestrich, Unterwestrich, Kuckum und Berverath. In all diesen Dörfern haben wir mittlerweile viele Freunde und Verbündete. Auch in Lützerath und im Lützerather Wald und an der Mahnwache leisten noch viele Menschen Widerstand. Lützerath ist ein Dorf, das dieses Jahr noch dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Daneben liegt Immerath, ein Dorf, das eigentlich schon weg ist und wo nur noch ein Bauer wohnt. Wir sind hier, weil wir wollen, dass alle Dörfer bleiben. Hier und weltweit. Das ist auf jeden Fall ein lustiger Job hier hinten. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig wie so ein Kameramensch an. Auch unsere Freundinnen in den Dörfern wollen bleiben und kämpfen mit uns Seite an Seite für Klimagerechtigkeit. Genau, und heute besuchen wir mal wieder Doro und Norbert. Und euch nehmen wir mit. Hallo, ich bin Norbert und ich wohne in diesem Dorf hier eigentlich seit meiner Geburt, seit 56 Jahren. Hier auf dem Hof mit meiner Familie zusammen in 3 Generationen. Hallo, ich bin Doro und ich lebe hier in Berverath schon mein ganzes Leben lang. Wir wollen hier natürlich nicht weg und uns von diesem Braunkohletagebau vertreiben lassen. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass Berverath stehen bleibt. Nichtsdestotrotz hat man ja gesehen, dass die umliegenden Dörfer immer weiter kaputt gemacht wurden und plötzlich nicht mehr da waren. Ja, hier solche Container, das war natürlich früher nie ein Bild bei uns, aber die sind jetzt ständig hier im Dorf und da siehst du immer, welches Haus gerade leergeräumt wird. Und dann kannst du das ganze Leben von den Leuten in diesem Container wiederfinden. Natürlich siehst du, wenn du direkt davon betroffen bist, auch diese globalen Zusammenhänge. Und mir auch bewusst wurde, dass das Ganze halt nicht gut fürs Klima ist, was hier passiert, dass das größte CO2-Loch Europas ist. Wenn ich mich dafür einsetze, dass mein Grundstück bleibt, dann setze ich mich dafür ein, dass diese Kohle im Boden bleibt, im kleinen Rahmen natürlich. Ne? Ja. So haben sich halt immer mehr Zusammenhänge aufgetan. Ja, also Zusammenhang mein Zuhause, mein Leben, meine Erinnerungen, dann der Zusammenhang zum Klima und irgendwann kam auch der Zusammenhang zum Kapitalismus.
jetzt macht das richtig Sinn. Ja, genau. In einem System, das Profite über Bedürfnisse stellt, macht es natürlich Sinn, Dörfer und Wälder wegzubaggern, die Klimakrise anzufeuern und Menschen ihre Lebensgrundlage zu entziehen, um eben Profite zu machen. Und die Auswirkungen davon sind weltweit zu spüren, zum Beispiel auch in Togo. Aber auch da kämpfen Menschen gegen diese kapitalistische Zerstörung an. Und die Menschen von Climate Justice in West Africa Now haben uns ein Video geschickt von ihrer Arbeit und ihren Perspektiven. Nous sommes un groupe de jeunes basé à Lomé au Togo, donc en Afrique de l'Ouest, et nous travaillons pour la restauration de la justice climatique. Et dans ce sens que nous sommes là aujourd'hui, dans ce village, quelques kilomètres de Lomé, à Mapapé. À Mapapé, donc c'était une forêt, et on a remarqué aujourd'hui que cette forêt a disparu. Et c'est dans ce sens, pour restaurer cette forêt, que nous sommes là pour planter donc ces arbres. Cette forêt a disparu. La cause c'est quoi? C'est lié donc au changement climatique. Vous le savez bien que ces derniers temps il ne pleut plus. L'irrégularité des pluies. Donc cela fait que cette forêt a pratiquement disparu. Et qu'est-ce qui est à la base de ces changements climatiques? Nous savons donc que c'est les grandes puissances qui polluent l'environnement et nous subissons ici dans les pays en voie de développement. Et donc cela est à la base donc de la déforestation énorme qui cause d'énormes problèmes donc, pour nos populations donc à Mapapé et notamment des pays de la sous-région pratiquement, où les forêts ont pratiquement disparu. Donc l'avancée du désert partout. Et nous voulons travailler dans ce sens pour que ce désert soit restauré. Effectivement, cette forêt doit être restaurée. Et pour que ce désert disparaisse, il faut planter des arbres. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Il faut planter des arbres. Et nous appelons donc les grandes puissances à aller dans ce sens pour planter des arbres. Notamment, c'est ce que les pays de l'Afrique de l'Ouest font également. Pour le Togo, où le 1er juin, on plante une journée, on institue le 1er juin comme étant une journée de l'arbre. C'est un acte que nous félicitons et que nous encourageons les autres pays également, dans les autres pays à emboîter le pas pour une journée de l'arbre. Voilà. Et nous appelons également les grandes puissances à intervenir, à financer donc cette restauration de la forêt parce que ça demande des moyens financiers. Et ce sont les grands pollueurs qui doivent mettre la main dans les poches pour aider les pays en voie de développement donc à restaurer cette forêt. Climate Justice in West Africa now! Das, was wir gerade gehört haben, ist nur eine von vielen Perspektiven und leider auch nur eine von vielen Folgen der Klimakrise. Unter jeder einzelnen leiden unglaublich viele Menschen und jede einzelne ist Grund genug, aktiv zu werden. Anderswo sind die Menschen viel direkter betroffen von sozial-globalen Ungerechtigkeiten, von Klimakrise, von Kapitalismus. Gleichzeitig stecken auch wir ja voll drin in kapitalistischen Zwängen, also dass wir auch Geld verdienen müssen, um zu überleben und deswegen unsere Arbeitskraft verkaufen müssen. Und ich denke, es ist voll wichtig, dass wir Strategien entwickeln, um schon im Hier und Jetzt wenigstens ein Stück weit aus diesen Zwängen auszubrechen und so Handlungsspielräume uns schaffen und erweitern, um Gesellschaft zu verändern. Und genau darum geht es jetzt in dem nächsten Teil. Als ich nach Lützerath gekommen bin, wollte ich eigentlich nur ein paar Tage raus aus der Stadt, so ein bisschen Urlaub machen vor dem Winter und auch mal ein politisches Projekt besuchen. Und zu dem Zeitpunkt war ich auf Jobsuche. Also ich habe als Veranstaltungstechniker und Musiker gearbeitet und ja, wegen der Pandemie war das halt nicht möglich. Und ich war so kurz davor, einen Job anzunehmen aus einer anderen Branche, auf den ich eigentlich gar keine Lust hatte, aber ich habe halt Geld gebraucht. Ich meine, wieso soll ich arbeiten gehen? Einfach nur, um meine Miete zu zahlen? Wieso muss ich immer mich selber verwerten und mich selber verkaufen? Meine Lebenszeit verkaufe ich. Und dann soll ich mein ganzes Leben auch noch immer mehr Geld verdienen und mehr Geld verdienen. Wieso kaufe ich mir nicht einfach irgendwie einen Bauwagen, stelle mich irgendwo hin, zahle keine Miete? Wollte ich früher eh immer machen.
Ja, und dann bin ich in unser aller Wald gekommen und habe Menschen von meiner Situation erzählt und eine Lösung für mein Problem gefunden. Du bist nicht allein und wenn du hier bleiben willst, dann finden wir gemeinsam eine Lösung, wie du hier bleiben kannst. Und so habe ich von der gemeinschaftlichen Ökonomie gehört. Gemeinschaftliche Ökonomie bedeutet, dass einfach eine Gruppe, sagen wir 10 Leute, ihr Geld in einen Topf wirft. Und ja, wenn du Geld ausgeben willst, dann nimmst du dir halt einfach Geld aus dem Topf. Und wenn die Gruppe kein Geld mehr hat, dann muss man halt sehen, wie man wieder Geld verdienen kann. Hat sich erstmal ziemlich cool angefühlt, aber ja, ich hatte auch ganz schön Schiss und auf jeden Fall 1000 Fragen. Funktioniert das wirklich? Kriegen wir uns nicht irgendwie in die Haare, vor allem wenn es um Geld geht und so? Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, dass ich das ausprobieren will. Und ich hatte das Gefühl, nicht mehr alleine dazustehen mit meinen Geldsorgen. Gelebte Solidarität, Selbstorganisation und finanzielle Sicherheit. Das wollte ich ausprobieren. Ja, und wie es mit Errol weitergeht, erfahrt ihr dann in den nächsten Folgen. Guten Tag. Sagen Sie mal, warum sind wir eigentlich in einem Baumhausdorf und nicht in einer Baumhausstadt? Sagen Sie mal. Warum Baumhausdorf und keine Stadt? Weil es viele Dörfer gibt und weniger Städte. Da gibt es zu viele Menschen, die sich wehren. Früher das Stadtrecht mit einem Markt verknüpft war und Markt wollen wir ja nicht. Wir sind auch eine Baumhausstadt. Baumhausdorf oder Baumhausstadt? Baumhausdorf. Weil wir solidarisch mit den Dörfern sind, das habe ich doch eben schon gesagt. All Cities are Babylon, das weiß man doch. Weil wir ein Dorf unter vielen sind. Hier und weltweit. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Warum? Weil wir neben einem Dorf sind und es keine Stadt ist, die vom Abbaggern bedroht ist. Es kann ja auch noch größer werden, auf jeden Fall. Ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass der Wald einfach nicht so groß ist und wir nicht so viel Platz haben. So. Und da einfach keine Stadt draus werden kann, ne? Weil der Wald ist halt begrenzt, so wie die Ressourcen auf der Erde auch. Und da müssen wir irgendwie mit umgehen. Also nur weil wir hier in so einem Wald wohnen und uns Baumhausdorf nennen, heißt es ja nicht, dass wir wollen, dass auch in Zukunft alle auf Dörfer ziehen oder in Wäldern wohnen. Sondern wir wollen ja auch, dass in den Städten das gute Leben für alle möglich ist. Ganz klar. Kommt doch einfach vorbei, dann sind wir bald eine Baumhausstadt. Huch, habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, von uns war es das für dieses Mal auf jeden Fall. Nice, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Hashtag Kampf dem Algorithmus. Und nächstes Mal geht es um Strukturen, die in der Kolonialzeit entstanden sind und bis heute unsere Gesellschaft durchziehen. Und was das mit Klimagerechtigkeit zu tun hat. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann drückt den Abonnieren-Button, drückt auf die Glocke für die Benachrichtigungen und folgt uns auf Social Media. Und ja, denkt dran, up with trees, down with capitalism. Und ich werde jetzt noch ein bisschen recherchieren. Tschüssi! Das Ende war ein bisschen schwach, das gebe ich gern zu.